Hallo, ich hoffe, es geht euch gut. Heute ist das Thema Capsule Wardrobe. Brauche ich eine Capsule Wardrobe? Da sollte man erstmal den Begriff klären. Was ist denn eigentlich eine Capsule Wardrobe? Der Begriff Capsule Wardrobe ist bereits 1940 gefallen und hat damals eine kleine Kollektion von Kleidungsstücken, die in Farbe und Stil sehr gut kombinierbar sind, praktisch umschrieben. In den 70er Jahren wurde der Begriff von der Boutiquebesitzerin in London, Susie Faux, wieder aufgegriffen. Und sie verstand es so, dass es sich dabei um essentielle Teile handelt, die mit saisonalen kombinierbar sind. Ganz oft fällt im Zusammenhang mit der Capsule Wardrobe auch die Nummer 35. 35 Teile soll oder kann eine Capsule Wardrobe beinhalten. Das ist sozusagen das Goal, das Ziel. 35 Teile, darin sind aber, soweit ich meine, keine Schlafanzüge und Unterwäsche und so weiter enthalten, aber schon Accessoires. Ja, also daran erkennt man schon, dass dieses Thema jetzt auch im Rahmen der Minimalismusbewegung aufgekommen ist, zu sagen, weniger Konsum und mehr Klasse oder mehr haltbare, nachhaltige Kleidung zu kaufen, zu besitzen, zu pflegen, als jetzt jede Woche neue Klamotten zu kaufen in vermeintlich schlechter Qualität. Also was sind jetzt die Vorteile, wenn ich mir eine Capsule Wardrobe anlege? Also zum einen ist es ein Bereich des Stressmanagements, kann man sagen. Also wenn man nur Kleidungsstücke im Schrank hat, die sich gut kombinieren lassen und die man auch sehr gerne anzieht, hat man natürlich weniger Stress, weil man morgens nicht vorm Kleiderschrank steht und denkt, oh, was ziehe ich jetzt an, ich kann es nicht kombinieren, wozu passt das jetzt und so weiter, sondern man greift rein und hat eigentlich genau das Outfit am Körper, was man gerne hat. Und natürlich der wichtigste oder einer der wichtigsten Punkte in dem Zusammenhang ist eben der nachhaltige und bewusste Konsum von Kleidung und allem, was dazugehört, also auch Accessoires. Dazu gehört natürlich auch, dass man sich selber erstmal gut reflektiert. Also sich überlegt, wie ist meine Physiognomie, was sind meine Lieblingsfarben, was steht mir, welche Schnitte sehen gut aus. Auch das Thema, wofür brauche ich eigentlich meine Kleidung? Also es ist ja was anderes, wenn ich den ganzen Tag von zu Hause arbeite oder mit kleinen Kindern zu Hause bin oder den ganzen Tag im Büro bin mit Meetings oder viel Reise. Manchmal ist es natürlich auch alles gemischt. Aber es macht natürlich weniger Sinn zu sagen, ich habe jetzt wunderbare Bläser im Schrank, ziehe die aber eigentlich zu Hause tatsächlich nie an. Ja. Also das müsste man sich dann auch überlegen, wie sieht denn eigentlich meine Garderobe aus, die ich dann tatsächlich brauche. Und und auch welche Stoffe ich mag, welche Farbpalette zu mir passt, all diese Sachen. Und dass man auch guckt nach der Qualität der Kleidung, weil man kennt das ja auch, man kauft dann was Günstiges und freut sich irgendwie über das Schnäppchen und am Schluss ist es eigentlich doch teurer, weil es irgendwie nach der ersten Wäsche total aus der Form ist oder schon kaputt ist. Und das macht langfristig und nachhaltig gesehen natürlich wenig Sinn. Also das, was jetzt hier in der Theorie so einfach klingt, ist es natürlich nicht. Es ist gar nicht so einfach und es ist de facto auch wirklich ein Prozess. Und man sieht es ja auch, wenn man qualitativ hochwertige Kleidung kaufen will, ist es auch nicht einfach, weil man jetzt nur, wenn man viel Geld ausgibt, nicht unbedingt eine qualitativ hochwertig oder nachhaltig gut produzierte Kleidung kaufen kann. Das heißt, ich muss überlegen, wer bin ich jetzt, was will ich, wie komme ich jetzt dahin, um herauszufinden, was mir steht, welche Schnitte mir stehen, welche Farben ich mag und so weiter. Manchmal hat man das ja nicht wirklich schon reflektiert. Und man kann damit anfangen, zum Beispiel Moodboards zu erstellen, also aufkleben auf Papier oder natürlich auch auf Pinterest oder in jeglicher anderen Form, wie man das ja am liebsten mag. Und man kann auch, was ich auch hilfreich finde, Polaroids der eigenen Garderobe, die man bereits besitzt, erstellen. Weil dann hat man mal so ein bisschen einen Überblick darüber, was habe ich denn tatsächlich schon im Schrank. Und wenn man ehrlich ist, ist es ja oft so, dass, also mir geht es so, dass man immer die Sachen
shoppt, die man sowieso schon da hat, also oder in die ähnliche Kategorie geht. Und so kann man im Prinzip auch so eine Bestandsaufnahme im Schrank machen. Wie handhabe ich das jetzt mit der Capsule Wardrobe? Grundsätzlich finde ich das Konzept toll und finde es auch praktisch zu sagen, ich habe nur Sachen im Schrank, die ich wirklich mag. Wenn ich jetzt von dieser Anzahl 35 ausgehe, sieht es schon ein bisschen anders aus, weil ich mich nicht so gerne begrenzen lassen möchte. Ich möchte die Mode und Style auch immer noch spielerisch betrachten. Es ist eine Ausdrucksmöglichkeit und ich möchte jetzt nicht nur Sachen im Schrank haben, die schwarz-blau sind und nur noch praktisch sind. Also es soll natürlich auch noch irgendwie Spaß machen. Deswegen habe ich für mich so eine Art Mischmasch gefunden in dem Konzept, dass ich sage, ich beschränke mich jetzt nicht zu 100% auf 35 Teile, sondern ich versuche es halt jedes Mal zu reflektieren, wenn ich mir ein neues Teil kaufe. Wenn ich neue Klamotte gekauft habe, geht direkt ein Stück aus dem Schrank weg. Also etwas, was ich nicht mehr gerne anziehe, was kaputt ist, was auch immer, wird direkt eins aussortiert. Und wenn ich jetzt eine Kleidung shoppe, dann stellen sich natürlich verschiedene Fragen. Also brauche ich das wirklich? Kann ich das kombinieren mit den Sachen, die ich im Schrank habe? Ist es jetzt irgendein hippes Teil, was ich vielleicht doch nicht wirklich anziehen kann, weil es gar nicht in meine Lebenswelt passt und so weiter. Also ich möchte gerne die Freiheit in meiner Kleidung haben und auch das Spielerische haben. Dennoch will ich nicht in so einen Massenkonsum abdriften. Und was hochpreisige Artikel betrifft, das ist natürlich auch sowas, man sagt, ja, es lohnt sich schon in Sachen mal zu investieren, die hochpreisig sind. Ich habe so ein paar Teile, die ich tatsächlich schon über 20 Jahre in meinem Schrank habe und immer noch gerne trage, aber auch das ist nicht so einfach. Gut ist es natürlich, wenn man sich erstmal auf so Standardsachen dabei beschränkt, beispielsweise Mäntel, Jacken, Handtaschen oder Schuhe. Und dann mache ich es so, dass ich mir eine Wunschliste erstelle auf Pinterest, wo ich sage, okay, die Tasche finde ich jetzt gerade total cool, ist aber super, super teuer, kann ich mir eh nicht leisten im Moment und lasse das auf der Liste. Und wenn ich dann beispielsweise einen Monat später oder auch nur 2 Wochen später drauf gucke, habe ich relativ schnell ein Gefühl dafür, ist das jetzt tatsächlich noch so, war das jetzt nur ein Trend, den ich in dem Moment, wo ich die Tasche irgendwo gesehen habe oder an irgendjemanden gesehen habe, das absolut toll fand und jetzt nach 2, 3 Wochen meine, naja, also wirklich passend tut es zu mir oder meinem Typ eigentlich nicht wirklich. Und dann kann man anfangen zu sparen, beispielsweise auf die Tasche oder sich Geld dafür auch zum Geburtstag oder zu Weihnachten wünschen und es ansammeln. Und ich muss sagen, ich habe damit wirklich gute Erfahrungen gemacht. Ich habe Handtaschen als auch Mäntel, die sehr alt sind, sehr hochwertig sind und natürlich vom Schnitt und vom Material klassisch sind, sodass man sie wirklich über viele, viele Jahre tragen kann und sie auch nicht kaputt gehen, wenn man sie pflegt. So, wie ist jetzt meine Strategie? Ich habe euch jetzt mal meinen Schrank aufgemacht, wobei da man jetzt auch nicht so viel Tolles sehen kann. Aber dass man so eine Idee bekommt. Also Strategie sind für mich ein paar Punkte. Also was ich eben schon gesagt habe, ein Teil kommt rein, ein Teil kommt raus. Und ich überlege, was brauche ich tatsächlich, wenn es jetzt in die nächste Saison geht. In den Herbst, in den Winter, in den Frühling oder in den Sommer. Welche Teile möchte ich gerne noch da dranhängen an das, was ich bereits habe. Die Garderobe stellt sich mittlerweile auch so zusammen, dass es so viele Sachen sind, die in so einer Art Zwiebel funktionieren. Sprich T-Shirts, die ich im Sommer anziehe, kann ich natürlich auch im Herbst oder im Frühjahr anziehen. Mit Jacken drüber oder Blusen, auch das ganze Jahr tragbar. Nur die wirklich ganz hoch sommerlichen Sachen, die gehen jetzt um die Jahreszeit natürlich in den Keller. Also sprich dünne Leinenhosen, Tanktops, all sowas. Und die dickeren Sachen wie Pullover, Strickpullover, die kommen dann natürlich hoch jetzt um die Jahreszeit. Und wenn ich shoppe, gut, wir wohnen jetzt hier komplett auf dem Land, das heißt, das Shopping findet jetzt eher online statt, was dann ein Vorteil ist, wenn man dann abends auf dem Sofa sitzt und sich die Sachen sieht oder auch auf Pinterest oder Instagram irgendwas gesehen hat. Dann ist man natürlich gerne dabei, mal schnell was zu shoppen. Ich lege es mir dann meistens in den Warenkorb und gucke am nächsten Morgen noch mal rein oder am nächsten Mittag und denke so, ach naja,
brauche es jetzt vielleicht doch nicht so wirklich, als hätte ich es jetzt am Abend vorher schon bestellt. Und ja, diese Reflexion hilft einfach, nicht so viel zu shoppen und auch nicht alles Mögliche, weil man schnell sieht, in so einem Affekt zu shoppen. Und wenn man dann tatsächlich sich so ein paar Gedanken gemacht hat darüber, was man gerne haben möchte und in welcher Qualität, dann habe ich zumindest immer auch ein gewisses Glücksgefühl, wenn ich meine Sachen anziehe. Nicht bei allen Sachen und manche sind auch immer noch ein Fehlkauf, passiert aber bei weitem nicht mehr so oft, wie es früher der Fall war. Und so gibt es hier Sachen wie jetzt zum Beispiel so eine Jacke, die man jetzt natürlich wunderbar an Nordseeurlaub anziehen kann. Da ist man immer safe mit. Die ist jetzt schon 15 Jahre hier in dem Schrank und funktioniert wunderbar. Natürlich ganz klassisch bei den Hosen, Jeans, 1, 2 schwarze Hosen und gut ist. Ich brauche mittlerweile nicht mehr ständig ins Büro, habe auch nicht mehr so viele Kundentermine und insofern ist es alles mehr casual-mäßig. Über die Jahre habe ich auch meine Liebe zu Blusen oder Hemdblusen mehr gefunden, als es früher der Fall war. Und dann habe ich noch, was ich zum Beispiel sehr gerne mag, ist dieses Kleid hier. Das sind dann so Kleider, davon habe ich 1, 2, die dann mal für besondere Anlässe da sind, wenn man jetzt irgendwie zum Essen eingeladen ist oder Geburtstagsfeiern, Weihnachten, all sowas. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Accessoires habe ich oben meine Handtaschen. Da wollte ich auch nochmal ein Zusatzvideo machen, euch mal so ein paar Handtaschen zeigen, die ich habe und auch zu klären, würde ich mir die jetzt wieder kaufen, ist es praktisch, wie kann ich die benutzen, sind die alltagstauglich und so weiter. Und die Schuhe sind natürlich unten, wobei ich es da auch mittlerweile sehr klassisch halte, dass ich sage, okay, ich habe ein paar Chelsea Boots, 2, 3 Paar Sneaker und jetzt zumindest für den Herbst und Winter auch. Dann ist es einfach, die zu kombinieren. Und es sind auch alles Schuhe, in denen ich gerne laufe und die auch bequem sind. Ja, es gibt auch ein paar High Heels in meinem Schrank, aber mittlerweile habe ich selten die Gelegenheit, die zu nutzen. Wenn ich sie anziehe, fühle ich mich nicht wirklich drin wohl. Ja, ich hoffe, dass euch das vielleicht eine Anregung gegeben hat, mal eure Garderobe auch zu reflektieren, zu gucken, wie kann ich es umsetzen. Ihr seht, es sind deutlich mehr als 35 Teile. Aber auch nicht so viel, dass man sagt, boah, die Frau braucht ein ganzes Ankleidezimmer. Das ist mein Schrank, nebendran ist der Schrank von meinem Mann und jeder hat einen so einen Schrank. Und im Keller noch ein Teil, wo dann die saisonale Ware runtergeht und ja, das war es dann eigentlich schon. Und tatsächlich ist es so, dass dieses Kreieren der Capsule Wardrobe, auch wenn es vielleicht nicht genau unter diese Begrifflichkeit fällt, ein etwas längerer Prozess bei mir war, also sicher jetzt sich so über 2, 3 Jahre hingezogen hat und auch immer wieder justiert wird, aber gleichzeitig einem auch eine gewisse Sicherheit mittlerweile gibt und sagt, okay, ich weiß jetzt, was ich brauche, was ich nicht brauche und das, was ich da habe, ziehe ich gerne an und das ist eigentlich das Beste. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bleibt gesund bis zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao.